Ich grüße euch, ich bin Max von Divirat und wir programmieren ein Spiel. Wie ich schon auf Instagram erwähnt hatte, werde ich kurz in diesem Vlog beschreiben, was wir in unserem letzten Meeting besprochen haben, was unsere nächsten Schritte sind und wie wir die ganze Software geplant haben. Doch zunächst möchten wir uns für die ganzen Kommentare und Antworten bedanken und es freut uns, dass dieses Projekt relativ gut bei euch ankommt. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Als erstes möchte ich kurz auf die Software eingehen, die wir verwenden werden. Da dies ein No-Budget-Projekt ist, werden wir ausschließlich Software verwenden, die unter der MIT-Lizenz laufen. Das heißt grob, dass diese Software auch kommerziell free-to-use ist und eigentlich perfekt für so ein No-Budget-Projekt ist. Kleiner Kommentar aus dem Schnitt. Man muss dazu sagen, es gibt auch Programme, die unter anderen Lizenzen laufen, die man auch kommerziell und kostenlos verwenden kann. Unser Spiel werden wir in der Open-Source-Engine Godot entwickeln. Godot ist eine Multiplattform-Engine mit einer immer größer werdenden Community. Und Multiplattform heißt, die Engine an sich läuft auch unter Linux und das fehlerfrei. Unity! Ah, shit. Ich hatte mal Unity unter Linux laufen, aber das war grauenvoll. Der Vorteil an der Godot Engine ist, dass sie Open Source ist. Das heißt, wir haben Zugriff auf den Code, was zum Beispiel bei Unity nicht möglich wäre. Tatsächlich haben Unity Technologies den Source Code für den Unity Editor und die Unity Engine auf GitHub gestellt. Diese darf man aber nur referenzieren und nicht verändern. Auf so fancy 3D-Engines wie zum Beispiel die Unreal Engine gehen wir heute nicht ein, da sie für unsere Zwecke viel zu overpowered sind. Wenn die Engine also eine Funktion nicht bietet, die wir benötigen, dann können wir sie eigentlich wundervoll selber implementieren. Wenn es dann an die Grafiken geht, dazu später, werden wir höchstwahrscheinlich auf GIMP und Krita zurückgreifen. Alles wundervoll Open Source. Im Meeting haben wir uns unter anderem auch für die Funktion des Prototypen geeinigt. Wir wollen wirklich nur die wichtigsten Funktionen implementieren, damit dieses ganze Projekt nicht zu komplex wird für den Anfang. Damit wir später auch die anderen Funktionen implementieren können und alles auf diesem Grundgerüst baut. Den Spielbildschirm wollen wir in zwei Teile unterteilen. Oben wird ein kleines Kammfenster, also der Battle Screen, und unten wird der Vokabelteil sein. Der Spieler wird gegen ein Monster kämpfen. Die Grundidee ist, dass wenn der Spieler eine Vokabel richtig beantwortet, er das Monster angreifen darf. Beantwortet er aber die Vokabel falsch oder es läuft ein Timer ab, so darf das Monster angreifen. Stirbt der Charakter des Spielers, dann hat der Spieler verloren und muss nochmal von vorne anfangen. Stirbt das Monster, wird Loot gedroppt und ein neues Monster gespawnt. Bis zum großen, bösen Endboss. Die Vokabeln werden wir erstmal als Multiple-Choice-Aufgaben implementieren. Wir haben uns aber auch andere Mechaniken überlegt, die wir dann später implementieren können. Genau genommen haben wir uns auf 4 Grundmechaniken geeinigt. Das Kampfsystem, das Vokabelsystem, Laden und Speichern von Vokabeln und Tracking des Lernfortschritts. Jetzt kommen wir zu dem ganzen Organisatorischen. Wir haben uns 1 Monat Entwicklungszeit für den Prototypen vorgenommen. Da wir nicht wissen, wie das Spiel ankommen wird, werden wir erstmal keine Arbeit in Grafiken stecken. Auch wenn für ein Spiel besonders die Bilder wichtig sind. Für den Prototypen werden wir erstmal Bilder aus dem Internet verwenden. Da gibt es eine gute Seite. Ich werde die hier irgendwo einblenden. Ich kenne gerade nicht den Namen auswendig. Diese Bilder sind, glaube ich, free to use, aber nicht kommerziell. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das reicht erstmal, um den Prototypen zu testen. Nach dieser kurzen Entwicklungsphase wollen wir den Prototypen an euch User testen. Das heißt, wir werden den Prototypen auf eine Website stellen. Ihr könnt euch ihn runterladen oder vielleicht sogar auch online spielen. Und dann könnt ihr ein Formular ausfüllen, wie euch denn dieser Prototyp gefallen hat. Und wie haben wir jetzt den Entwicklungsprozess strukturiert? Wir haben hier den Battle Screen und den Vocabulary Screen. Beides packen wir dann in einen großen Screen, wo halt beides zusammen drin ist. Und man kann beide theoretischerweise unabhängig entwickeln. Nur später muss man dann dafür sorgen, dass die beiden Sachen miteinander kommunizieren können. Das heißt, wir werden den Battle Screen und den Vocabulary Screen parallel entwickeln und am Ende alles zusammenführen. Das wäre dann der Prototyp. Das war so unser Recap vom letzten Meeting. Und jetzt geht's an die Entwicklung. Es hat uns natürlich gefreut, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann liken, kommentieren und am besten mit eurer Katze teilen oder deinem Hund. Und ich weiß immer noch nicht, wie man einen Vlog beendet. Come to decide that the things I tried were in my life just to get high on. Wer dieses Lied errät, bekommt einen Keks. Nice.